Brachiale Hitze und eine Wahnsinnskruste. Dafür steht die Blazing Zone im Davos Pro. Wo aber viel Hitze ist, muss man auch sehr präzise arbeiten. Deswegen haben wir heute für euch 4 Tipps, wie ihr damit umgehen könnt und ein perfektes Grillergebnis auf der Blazing Zone erreicht. Tipp Nummer 1. Damit sich das Blazing Zone Inferno so richtig entzünden kann, ist wichtig vorzuheizen. Also andrehen und mindestens 10 Minuten warten, damit die Keramikplatte richtig schön glüht. Tipp Nummer 2. Die Beschaffenheit des Steaks. Da schaut ihr am besten, dass ihr ein Steak bekommt, was nicht zu fett ist, weil wenn das Fett runtertropft, verpufft ist, verbrennt ist, das ist ein Ergebnis, das wollen wir nicht. Und wenn ihr ein Wagyu habt, dann macht es lieber auf der Griddle Plate. Die Blazing Zone ist jetzt soweit, denn wäre es jetzt Nacht, würdet ihr sehen, wie das Teil richtig glüht. Wir haben unser Steak schon mal so weit vorgegart, denn jetzt bei diesem Prozess geht es um die wunderschöne Kruste und nicht um den Garprozess, den haben wir uns anders geholt. Wir schnappen unser Steak und legen es in die Mitte auf die Blazing Zone. Jetzt seht ihr schon, wie viel Hitze da ist und wichtig ist, nicht weggehen, dabei bleiben und immer schön kontrollieren. Um ein schönes Grillmuster zu bekommen, drehen wir es einfach um 45 Grad und lassen es noch für ein paar Sekunden drauf. Jetzt ist der Moment gekommen, das Steak muss gewendet werden. Dasselbe Prinzip auch von der anderen Seite, um 45 Grad drehen und in 20 Sekunden sind wir fertig. Das waren keine 2 Minuten. Nächster Tipp. Die volle Hitze ist jetzt auf der Außenseite, denn wir haben eine richtig tolle Kruste. Aber jetzt darf die Hitze noch langsam in die Mitte einziehen und das bekommen wir hin, wenn wir es jetzt einfach 2 Minuten schön ruhen lassen. Zwischendurch noch ein kleiner Tipp, während wir auf das Fleisch warten. Es gibt Menschen, die denken, ein Topf auf der Blazing Zone ist eine gute Idee. Das muss ich verneinen. 900 Grad ist nur für Fleischkontakt gedacht, aber nicht für Töpfe. Bonustipp Nummer 2. Wer ein bisschen weniger direkte, brutale Hitze benötigt auf der Blazing Zone, der nimmt hier dieses Diffusorblech. Dann kann man nämlich auch noch nebenbei einen schönen Lachs oder ein bisschen Gemüse grillen. So muss ein perfektes Steak von der Blazing Zone ausschauen. Außen schön knusprig, in der Mitte total zart und saftig, weil so wie vorgegart. Da bleibt mir nur noch zu sagen, auf die Kruste, fertig los.